Guten Tag, mein Name ist Christian Markus, PLM-Berater bei der Choristo GmbH und ich heiße Sie heute willkommen zum vierten und auch abschließenden Video zu unserer kleinen Serie zum SAP Produktstrukturmanagement. Heute geht es um ein kleines Tool von uns zum Export der Daten aus SAP PSM in eine Excel-Datei und auch zum Vergleich von verschiedenen Konfigurationen. Das Ganze nennt sich dann Product Structure Comparison and Export. Natürlich besitzt auch die PSM eine Excel-Exportfunktion. Leider ist diese jedoch sehr einfach gehalten und bietet nur einen eingeschränkten Funktionsumfang. So werden nur manuell aufgeklappte Elemente exportiert. Es ist nicht möglich, mit Layouts zu arbeiten und so zu bestimmen, welche Spalten exportiert werden. Und es können nur Daten aus der PSM exportiert werden, keine Materialdaten, keine Daten aus Stücklisten, keine Daten aus Änderungsstammsätzen, keine Daten zu Stücklistenpositionen und auch keine Daten zur Klassifizierung. Auch kann nur eine Konfiguration auf einmal exportiert werden und somit ist natürlich auch ein Vergleich von verschiedenen Konfigurationen nicht ohne weiteres möglich. Und das sind eben alles Punkte, wo wir mit unserem Tool ansetzen, das nicht nur den Excel-Export bietet, sondern auch die Anzeige der Produktstruktur in der SAP ALF-Tabellenansicht mit zusätzlichen Feldern aus Materialstämmen, BOMs und Änderungsnummern sowie Klassifizierungsdaten. Mit der Möglichkeit, Layouts zu gestalten und zu nutzen, mit der Möglichkeit, Stücklisten aufzulösen und ihre Positionen mit in der Struktur anzuzeigen. Auch enthalten ist die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen, also Simulationen, direkt in der Tabelle zu vergleichen, mit vollständiger Darstellung der Abhängigkeiten. Und so können eben nicht nur verschiedene 100% Konfigurationen, sondern auch 150% Konfigurationen verglichen werden. Alle diese Möglichkeiten stehen nun auch beim Excel-Export zur Verfügung, was den Konfigurationsvergleich auch in Excel ermöglicht. Des Weiteren ist es möglich, das erstellte Excel-File direkt aus der Transaktion heraus per E-Mail zu versenden. Und zu guter Letzt lässt sich die komplette Dependency Maintenance Table zur Produktstruktur mit exportieren und so in Excel auswerten. Und das wollen wir uns jetzt hier im System einmal anschauen. Zur Einführung nochmal ein kurzer Blick auf unsere Produktstruktur. Wir haben hier wieder unsere kleine Klimaanlage, die F10AC, Produktstruktur geöffnet, die wir schon aus den anderen Videos zur SAP PSM kennen. Hier auch bereits in einer Simulation, das heißt in einer Konfiguration mit zwei Klimazonen, aber ohne GPS, das sei aber auch dahingestellt. Ähm, Diese Simulation nutzen wir allerdings dann auch im Excel-Export, um die Konfiguration, die wir zum Beispiel vergleichen wollen, auszuwählen. Das habe ich hier schon einmal ein bisschen vorbereitet und hier sehen wir dann eben vorausgewählt die Klimaanlage und auch als Auswahlkriterium eben die Simulationen, die wir hier anzeigen oder exportieren wollen. Wir sehen, da haben wir auch die Mehrfachauswahl dabei. Zwei habe ich ausgewählt. Einmal die Zweizone-Klimaanlage für den amerikanischen Markt ohne GPS und einmal mit. In unserer Klimaanlage ist gegebenenfalls ja auch das Navi fürs Auto integriert. Weiterhin sehe ich hier die Kriterien, die Steuerung, um Stücklistenstrukturen mit einzubinden. Das heißt, ich kann hier ganz leicht die Explode Bomb Structure Funktion auswählen und eben Daten zu Stücklistenpositionen mit exportieren, mit anzeigen und dann eben noch dazu entscheiden, nutze ich das Datum der PSM-Simulation, das, was ich hier tun will, oder gebe ich ein eigenes Datum an für die Gültigkeit der Stückliste. Dann noch ein maximaler Level für die Bombenexplosion. Die hinterlegten Beispielstücklisten sind nicht besonders tief. Gehen wir einmal 5 Level an. Dann habe ich noch die Möglichkeit, auch Daten aus der PSM-Klassifikation mit einzubinden, mit zu exportieren, indem ich hier diese Checkbox auswähle und damit bestimme, dass diese Daten mit angezeigt werden. So, und jetzt sehen wir, im Moment habe ich ausgewählt, ich will das Ganze gerne dargestellt bekommen im ALF-Grid von SAP. Ähm, Des Weiteren wäre die Möglichkeit, eben einen Excel-Export anzustoßen oder auch das
generierte Excel-File direkt per E-Mail zu verschicken. Alf schauen wir uns gleich einmal an und dann natürlich auch den Excel-Export. Beim Excel-Export haben wir noch weitere Optionen, zum Beispiel die Dependency Maintenance Table der PSM mit zu exportieren und die Daten zu den Simulationen auf einem Extrablatt darzustellen. Und dann sei noch auf eine wichtige Funktion unseres Tools hingewiesen, und zwar die Nutzung von Layouts. Für die Darstellung im ALF-Grid müsste ich kein Startlayout wählen, das könnte ich dort einfach erstellen und dann auch für den Excel-Export nutzen. Hier nehme ich mal ein Layout mit rein, das ich schon mal vorbereitet habe, und dann schauen wir uns das Ganze einmal im ALF-Grid an, expandieren die ganze Struktur und sehen, wir haben hier also die Daten aus unserer Produktstruktur in einer tabellarischen Darstellung. Ja, wir sind hier bei der Produktfamilie, dann bei den Knoten dieser Produktfamilie und schließlich kommen wir auf die Varianten runter. Da sind wir hier auf Ebene 4 und dann kommt eben eine Besonderheit ins Spiel. Sehen wir hier Ebene 5, 6. Da gehen wir dann in die Stücklisten rein, in die Baumexplosion. Was wir normal auf Ebene 4 noch haben, sind die Stücklistenköpfe beziehungsweise einfach die Materialstammsätze, die hier mit angezeigt werden. Mit unserem Tool ist es eben auch möglich, diese Stücklistenpositionen mit zu exportieren, mit entsprechenden Daten dazu, hier zum Beispiel die Änderungsnummern, die dazugehören. Dann finden wir hier eben auch noch Daten zum Beziehungswissen zu den entsprechenden Produkt-Item-Varianten. Und schlussendlich sehen wir auch nochmal, welche Variante nun in welcher unserer Simulationen aktiv ist, beziehungsweise eben nicht aktiv ist, und können so auch schon einen relativ einfachen Vergleich dieser Konfigurationen vornehmen. Ja, da sehen wir eben, wir haben eine unterschiedliche Elektronik, je nachdem, ob wir nun GPS mit dabei haben oder nicht. Und eben auch unser Display ist ein anderes, je nachdem, ob wir die Bedienelemente und das Ganze für das Navi dabei haben oder nicht. Und sehen das hier eben wunderbar dargestellt durch diese Checkboxes zu den Simulationen. So, und das schauen wir uns jetzt einmal in Excel an. Ich gehe einmal zurück und dann gehen wir in den Excel-Export. Dann nehmen wir dann die DMT, Dependence Maintenance Table, einfach mal mit und schauen uns das Ganze einmal in Excel an. Was wir hier nun sehen, ist inhaltlich natürlich erstmal dasselbe, was wir eben auch schon betrachtet haben. Wir haben die Produktfamilie, die Knoten der Familie, die Varianten und dazu eben auch die Stücklistenposition. Also auch hier haben wir die Daten zu Materialien, zu Stücklistenpositionen mit in der Anzeige. Was man hier auch durch die farbliche Abhebung ganz gut sieht, ist, dass wir hier eben auf die Daten aus dem Materialstammsatz zurückgreifen, auf die Daten aus der BOM zurückgreifen. Und hierbei hätten wir natürlich in der Gestaltung der Layouts auch noch eine viel größere Auswahlmöglichkeit. Für dieses kleine Beispiel soll das aber so reichen. Dann, wie schon gehabt, die Darstellung von Beziehungswissen und zum Vergleich von Varianten die Darstellung der Simulation und eben die Zuweisung der einzelnen Varianten zu den jeweiligen Simulationen. Des Weiteren mit dabei ist im Excel-Export auch noch eine Seite zu den Auswahlkriterien, welche Daten, welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass diese Excel-Datei nun so aussieht. Das heißt, das Ganze ist nicht zuletzt hierüber replizierbar, abgesehen davon, dass ich natürlich auch Selektionsvarianten entsprechend hinterlegen kann. Und was ich hier dann eben auch gleich noch dabei habe zu meinen Simulationen, die ich hiermit anzeigen lasse, dass es eigentlich ganz schön ist, wie haben wir die Merkmale, die zur Konfiguration verwendet wurden, bewertet in diesen Simulationen. Da haben wir dann natürlich über den Dependence Maintenance Table, der hier eben auch mit dabei ist, nochmal einen viel besseren Blick drauf. Können ja ganz genau nachvollziehen, wie unsere PSM, wie unsere Klimaanlage konfiguriert ist. Wir haben hier die Merkmale dazu, die Merkmalswerte
und eben welche Variante durch welchen Merkmalswert selektiert wird. Auch hier nochmal dabei die Darstellung der Simulation. Ja, und das ist es dann auch, was ich Ihnen hier im System zu unserem Product Structure Compare and Export Tool zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte einen guten Eindruck davon vermitteln. Zum Abschluss wollte ich dann noch einmal auf einige Vorteile, die Business Benefits hinweisen, die unser Product Structure Comparison and Export Tool Ihnen bieten kann. Zum einen ermöglicht es Ihnen, die gesamte Produktstruktur auf einmal in ein einfach handhabbares Excel-File zu übernehmen, was auch bedeutet, dass es nicht mehr nötig ist, Excel-Files manuell auf dem aktuellen Stand der PSM zu halten. Exportieren Sie einfach ein neues. Im Excel-File können Sie dann natürlich die gewohnten Analysefunktionen nutzen und profitieren von der einfachen und schnellen Suchfunktion in Excel. Außerdem hilft Ihnen unser Tool, den aktuellen Stand der PSM problemlos und ohne Vorarbeit in einem weithin akzeptierten Format zu kommunizieren. Was auch bedeutet, dass Sie bei entsprechender Nutzung auch die notwendige Anzahl an SAP PSM-Lizenzen für das Erreichen Ihrer Unternehmensziele minimieren können. Ja, und damit würde ich dieses Video gerne abschließen und auch unsere kleine Serie zur SAP PSM, zumindest für den Moment. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten weitere Fragen sein, zögern Sie nicht und schreiben Sie uns einfach an meinefrage@choristo.com. Vielen Dank.